Když chce handicapovaný člověk, stejně jako zdravý člověk sportovat, tak tam vždycky nějaká cesta je pro mě. My třeba v Adapted říkáme, je to jen v hlavě. Já si teda ještě k tomu myslím, že je to trošku i právě o té komunitě, o nějaké podpoře, protože ten handicap často je překážkou i fyzickou, je to nějaká bariéra. A já nemůžu třeba si jako vyběhnout na kopec a udělat si tím hezky svým způsobem. A zároveň miluju pohyb, miluju různý druhy sportu. A ten sport je teď pro mě ta věc, kdy já se můžu úplně v pohodě tady vzít vejk a můžu jít s bráchou vejkovat, jako úplně každý jiný člověk. A to je asi to nejvíc, co z toho můžu dostat. Tu svobodu prostě vyrazit si na vejk a neřešit. Ono to vychází znitra, ta motivace ráno vstát a jít něco dělat. A je fakt jedno, jestli člověk chce jít dělat ten surfing, nebo jestli chce jít člověk hrát šachy, ale vždycky se ráno musíš probudit a jít něco dělat. Ono z mý perspektivy to není fakt jako tak strašný. Já jako ani často, nebo já se na sebe nekoukám do zrcadla a neříkám si, že já tam vidím vozičkáře, já tam pořád prostě vidím sama sebe. Je to úplně celá složka života, kde najednou přijdeš do nové skupiny lidí a pro mě je to i fakt jako já to cítím jako integrační, že třeba na surfu, tak jsem jediná holka na vozejku, která tam surfí a když jsem s lidma na Bali, tak tam není rozdíl jako mezi mnou a jima, ale je to hezká partička, která mě bere. Takže určitě mnoho i mimo ten sport dostanu od sportu. Já rezonuji a souzním s tím, co říkáme v Adapted, je to jen v hlavě. Zároveň si myslím, že je to stejné jako i se zdravým sportem, kde je potřeba to chtít a pak se ta cesta najde. Durch den Verein RSC Heindl habe ich den Sport ausprobiert und durch das
dass da Paralympicsieger mittrainiert haben, hat mich das auch motiviert, dass ich mir das zum Ziel gesetzt habe, auch mal bei den Paralympics dabei zu sein. Mit dem Handbikesport habe ich 2017 begonnen, beim ersten Indoor-Training in Linz, beim Verein RSC Heindl. Und 2018 bin ich dann mein erstes Rennen gefahren in Frankreich, in Rosenau. Und heuer war ich bei den Paralympics in Tokio dabei. Ja, ich bin natürlich motiviert zum Training, weil wenn ich da zum Beispiel bei mir daheim fahre, man kann einfach irrsinnig lange Strecken mit dem Handbike zurücklegen und einfach in der Natur sein und da den Sport auszuüben. Man fühlt sich frei, weil man sitzt nicht immer im Rollstuhl, man kann sich auch eben bewegen in der Natur. Man sieht viel, was man sonst nicht sehen würde, wenn man nur im Rollstuhl sitzt. Man kommt viel in der Natur herum und man sieht neue Gegenden, man kann sogar auf den Berg fahren mit dem Handbike. Ja. Bei dem hilft mir sicher mein großer Ehrgeiz und meine Motivation, jedes Mal besser zu werden oder bei jedem Rennen ein paar Minuten schneller zu sein und einfach einen besseren Platz einzufahren wie beim letzten Mal beim Rennen. Genau, das ist meine Motivation. Es ist sehr wichtig, dass man eine Familie hat oder dass ich die Familie habe, die einfach hinter mir steht und mich bei allem unterstützt, was ich mache. Und dass sie einfach an mich glauben, was ich mache und dass ich das auch schaffe. Ja. Ja, also durch den Sport bin ich sicher viel selbstbewusster geworden wie vor ein paar Jahren. Also das hat mich, ich glaube, ich bin auch in Tokio, wie ich da jetzt allein in Tokio war, bin ich einfach viel selbstbewusster geworden und ja, es hat mich einfach allgemein positiv verändert, würde ich jetzt sagen. Wir sind zwar körperlich beeinträchtigt, aber wir können genauso unsere Leistung in dem Sport abrufen wie der, was keine Beeinträchtigung hat. Und wir können genauso Medaillen gewinnen wie der, was keine Beeinträchtigung hat. Also ich würde auf jeden Fall sagen, der oder diejenige soll seine Ziele vor Augen halten und soll sich von niemandem abbringen lassen, dass er das nicht schaffen wird oder so. Weil man kann alles schaffen, wenn man an sich glaubt. Und man darf die Ziele auf keinen Fall aus den Augen lassen. Jako byl jsem v té vodě hrozně šťastný. Byl jsem jako šťastný v tom smyslu, že jsem něco dokázal v té vodě, ať už to bylo třeba kotou, nebo to bylo splývání, dýchání, nebo se v té vodě sám pohybovat. Že třeba můžu udělat sám záběr, že můžu udělat tady tu kotoulovku, tady třeba v rotaci, kde jsem se rotoval, tam psycho na záda a byl jsem hrozně spokojený a sám sobě jsem cítil tu radost, že jsem to mohl dokázat, že jsem to mohl udělat a že jsem to mohl dělat pravidelně, když jsem to mohl udělat, když jsem si vzpomněl. Takže to je to, co mě asi na tom nejvíc bavilo a učil jsem se další a další věci. Bylo mi tenkrát 15 let, když jsem dostal nominaci do juniorské reprezentace, tak jsem byl strašně rád, že jsem se mohl posunout v tom svém sportu, nejen jakoby v těch výsledkách, ale i sám sobě, že jsem mohl zkoušet i nové věci s trenéry, kteří sportu jako handicapovaní celkově tomu plavání rozumí a já jsem byl hrozně rád, že jsem mohl odletět na své první mistrovství světa. Mě to hrozně úplně jako nabilo energii, že jsem chtěl víc trénovat, chtěl jsem se tomu sportu víc věnovat. Ta samostatnost pro mě hodně posunula dopředu. Ta voda, díky tomu, že já jsem v té vodě měl hodně pohybů, který ty svaly vlastně pracovaly, tak já díky tomu zvládám spoustu věcí.
Za svůj životní úspěch považuji to, že jsem se mohl začlenit mezi normální společnost, že jsem vlastně se zařadil jako do normální společnosti, že jsem si našel zdravou přítelkyni, se kterou jsme chtěli do budoucnu rodinu a že opravdu mě jako všichni berou jako do zdravého kluka. Prostě někdo jako přemýšlí úplně jako proč nebo tohle se z toho nesmíme posrat, protože jakákoliv špatná věc je dobrá věc. Janču znám 6 roků a první 2 roky trénovala s jedním oddělem v Brně a po naší domluvě přistoupila k nám, aby jsme měli na sebe víc času a mohl se jí plně věnovat jako trenér. Zajímavá vlastně forma komunikace, protože Janča, když hraje, tak nemůže používat svůj implantát. Takže máme různé metody, jak třeba, jak si říct, který kombinace dáme, nebo jakou opravují během tréninku. Takže je tam jakoby trošičku handicap, ale Janča tím, že s tím žije celý život, tak to perfektně zvládá. Wie ihr unschwer erkennen könnt, spiele ich Basketball. Hier ist es auch zu sehen. Ich spiele Basketball seit 2013 im RSV Union Waldhausen, den wir gemeinsam mit meinem Bruder und noch ein paar Freunden gegründet haben. Einzelsport ist ein wenig so, da bist du auf dich alleine gestellt, das ist nicht so mein Ding. Ich bin sehr gerne im Team und in der Gesellschaft, also deswegen der Mannschaftssport.
Natürlich, also mental ist es ganz wichtig, dass man den Sport betreibt, weil man einfach lernt, als Sieger aufzutreten. Wenn du den Sport nicht machst, ist es natürlich das Selbstvertrauen dann etwas geringer, wenn du keinen Sport betreibst. Aber wenn du Sport betreibst, lernst du, dass du trotz deines Handicaps ein wichtiger Teil der Mannschaft sein kannst und dass eben wegen dir zum Beispiel auch Spiele gewonnen werden oder eben auch verloren, aber das gehört dazu. Und ja, es ist ganz wichtig, dass der Sport einfach dein Leben und deinen Stellenwert hebt. Dank dem Rollstuhl ist es mir endlich auch möglich gewesen, Sport zu betreiben. Und natürlich habe ich auch große Ambitionen. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht so. Aber der Rollstuhl hat mir natürlich die Pforte des Sports eröffnet, weil ansonsten würde ich Sport nur passiv im Fernsehen beobachten. Ist zwar auch schön, aber es ist immer besser, aktiv zu sein. Ja, man kann sagen, ich bin glücklich, weil ich habe einfach einen großen Teil oder einen großen Wunsch mit der Gründung des Basketballteams erreicht. Und man kann sagen, wenn ich mal sterbe oder ablebe, kann ich sagen, es hat diesen Verein gegeben und ich habe dank diesem Verein in der zweiten österreichischen Bundesliga gespielt. Also wer kann das schon sagen? Waldhausen ist ein sehr, sehr kleines Dorf und das ist einfach ein Wahnsinn, wenn du dann auf die Anzeigetafel schaust und siehst Waldhausen gegen Wien oder die ungarische Nationalmannschaft. Also das ist für mich ein Highlight, dass wir es so weit gebracht haben. Ja, ich sag mal, man darf sich nicht in die Hose machen, sage ich mal, wenn man in den Rollstuhl kommt. So in dieser Situation bedarf es auch viel an mentaler Stärke. Auch ich habe an meiner mentalen Stärke arbeiten müssen, weil es gibt Situationen natürlich im Leben, wo man sich denkt, warum gerade ich im Rollstuhl sitze. Ja, das hat es gegeben am Anfang, aber ich habe dann gesehen, dass der Rollstuhl praktisch mein Freund wurde und dass ich dadurch eben auch in der Gesellschaft teilnehmen kann. Aber es ist nicht nur wichtig, im Sport glücklich zu sein, sondern man muss in sich drinnen glücklich sein, um das machen zu können, was man machen möchte. Man muss einfach nur glücklich sein mit dem, was man erreicht hat, aber man muss sich auch pushen, um etwas Weiteres zu erreichen. Das erste Mal Rugby spielen war für mich natürlich sehr schwer, weil alles, was man neu macht, schwer ist und weil alles seine Zeit braucht. Und Papa war lange nicht überzeugt, dass es die richtige Sportart für mich ist, aber jetzt habe ich ihn schon überzeugt. Also es war sehr schwierig, sehr viele Gespräche mit Papa, ob es die richtige Sportart ist oder nicht. Ich spiele Rugby bei den Flying Wheels, beim österreichischen Rugby-Nationalteam. Ich habe das Rugby gewählt, weil es eine der härtesten Sportarten im Rollstuhl ist und weil einfach Team Spirit gefragt ist und weil ich ein Teamplayer bin. Ich habe mir einige YouTube-Videos angesehen und habe da gesehen, dass es ziemlich zur Sache geht, dass es hart auf hart ist, und dann habe ich gegoogelt und es gibt einen Rugby-Verein in Linz. Und bei dem habe ich dann mit dem Trainieren begonnen. Wurde mir dann im Laufe der Jahre, als ich älter geworden bin, klar, dass ein profimäßiger oder wettbewerbsmäßiger Betrieb im Sport nur mit dem Rollstuhl möglich ist. Das erste Mal fürs Nationalteam zu spielen, war natürlich eine große Ehre und ich war sehr nervös, ja, weil ich habe immer große Ansprüche auf mich selbst. Und es war einfach eine Ehre und es war schön.
Ja, also ich sage jetzt nicht, dass ich der Beste in der Welt werden möchte oder ich mache mir so keinen Druck. Ich möchte einfach so spielen, dass die anderen stolz sind und dass sie sagen, ja, das ist mein Bruder oder ja, das ist mein Freund und der ist ein cooler Typ und dann bin ich zufrieden. Durchs Rugby-Spielen habe ich viele nette und super Leute kennengelernt und viele Freundschaften geschlossen und das ist einfach das Schönste. Ich glaube, wir Menschen brauchen alle jemanden, einen Partner fürs Leben und das wäre einfach mein größter Traum dann in Zukunft. Ja. Eine Familie zu gründen, einen Partner zu haben und einfach zufrieden zu leben. Ja. Durch mein Handicap habe ich gelernt, für die Sachen, die mir wichtig sind, zu kämpfen. Immer versucht, meine Grenzen sowohl im Sport als auch im Alltag zu erweitern. Ja. Und das ist einfach ja, mein größter Erfolg, nie aufzugeben. Já bych vám chtěla vzkázat, abyste se toho vůbec nebáli a šli do toho s náma, protože ať člověk dělá cokoliv, co ho baví a hlavně baví, tak je to vždycky super. Egal was andere sagen, glaub an dich, du schaffst das. Mein Motto für euch: Always keep fighting and stay strong. Das bedeutet, kämpft immer und bleibt stark. Gib nie auf, es lohnt sich immer, für seine Träume zu kämpfen. Plň si své sny, protože když si člověk plní sny, tak má hned pozitivní mysl k životu a pojď si s námi zasportovat, pojď do toho s námi, jsme parta šílenců, kteří rádi sportují, kteří se rádi baví, tak se přidej mezi nás. Ahoj!